Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Ach, eigentlich hatte ich doch vor, da jetzt rüber zu gehen und wenigstens ein bisschen hauptmissionstechnisch was zu machen. Weil ich denke, ich müsste einigermaßen stark genug sein. Aber so wie ich sehe, sind hier welche krank. Wo ist das? Das ist ein Whitechapel oben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich erst, wenn ich in Whitechapel oben bin. Das in der Nähe vom Krankenhaus. Dann mache ich schnell die Leute vom Krankenhaus. Die kann ich machen. Die 2 Erkältungen. Dann mache ich die schnell. Wo ist mein Werkzeugtisch? Da ist er. Erschöpfung. 2. 3 Erkältungen. Ach, habe ich das schon geholt? 3 Erkältung, 2 Erschöpfung. Habe ich das schon geholt? 1, 2. Jo, habe ich schon geholt. Heißt, ich müsste es den nur noch verabbrechen. Ja, dann weißt du was, dann gehen wir mal ganz kurz zurück zum Krankenhaus. Ja, hier einfach lang. Dann gebe ich den 2 Leuten hier das schon mal. Eigentlich müsste ich stark genug sein. Da unten. Da haben sie wieder rumgemacht, die 2. Beziehungsweise haben es vor. Hello again. Good evening. Do you need medic? Afraid so. Throughout his... You're working... Goodbye, Mr. Blunt. Dann hätten wir ihn. Das andere war irgendeine Schwester, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal hier bei dir, Lucky. Good evening. Hast du I'd like wise Abzug. Ja, Griff hätte ich gerne. Aber Abzug. Lasse ich erstmal. Kleiner Teil eines Begriffs. So, keine Ahnung. Money und so weiter habe ich ja alles noch. So weiter. Schwester. Ach, die Pepper. Pepper. Good evening. Good evening. Do you need... I'm afraid... Not under... Thank you. Bitte. Goodbye. Tja. Dann wollen wir mal. Apropos Sarah, habe ich da genug? 3, da sind es 4. Das da später. Jo. Dann wollen wir mal. Wahrscheinlich wird es eh gleich eine Klopperei geben, wie immer. Ach, das wird schön. Dich muss ich zuerst kloppen. Schnauze. Ach, du lebst ja immer noch, Alter. Ups. Oh, das hat's gekostet. Ich konnte doch mit dem rechten Stick wechseln, oder?
Burn it, boys! Bloody leech! Gucken wir das auch. Gibt's hier etwa? Ah, da ist ein Unterschlupf. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" There's been a fight here. Stay away! Look lively! It's on the... Over there! There's one of them vermin! Look at it! You're surprising. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. A leech! A leech! There's one of them! Watch yourselves! Stress. Have no fear! He's dead! The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Vampyr. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Damit. Her shoes and clothes are quite worn out.
Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Ja, war ich ja schon mal. Dieses Mal kann ich überall durch. Ja. Und dann geht's da durch. Erstmal hier ein bisschen Lucky machen. Jonathan. What was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. Jo, fast bin ich da. They've all been butchered. Munitechnisch. Weiß ich gar nicht, wie viel ich habe. Ich müsste immer so 20 oder so haben, ne? Munitechnisch. Da haben wir 15, da haben wir 9. Müsste reichen. Ausdauerserum habe ich 1. Und so, da habe ich. Dürfte reichen. Vielleicht sollte ich es jetzt schon ausrüsten. Ja, ich rüste es mal aus. Komm, fang mal mit der Shotgun an. Presents. Jetzt wird's lustig. Oh ja, das wird lustig. Leute, ich glaube, das gefällt euch. So, hilft mir doch jemand. Come to me. Ja, alles ist ausgerüstet, was ich bräuchte. Health müsste auch reichen. So. Ganz tief durchatmen. Gut. Dann hätten wir das. Dann trinke ich noch einen Schluck. Und dann geht's ab. Theoretisch müsste ich es hinkriegen. Hi. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother?
The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son, Mary, for me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. You killed me, brother! Ah! Die hat halt böse Attacken nur noch drauf, eigentlich die alte. So. Nein, der Knopf doch nicht. So. Dann haben wir mal die Pistole.
hier. Kiss me again, sweet brother. Die ist lustig, die Attacke. I'll do to you what you did to Dorothy Crane. Rest in peace, monster. Tja. Versuchen wir mal mein Glück, wa? Scheiße was. Okay. I'll show you the same kindness you showed your... Schnauze. What have you done? Aua. Abomination! Schnauze. Kinslayer! Come to me, Jonathan. Schnauze. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. Nein. You Hab dich know doch I schon will mal not getötet. play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let So, me Alter, sleep. hat ja eigentlich trotzdem was, ne? I will find a cure, Mary. I swear it. At last, I can forgive you. Jo, zurück ins Grab, wa? Kann ich jetzt laufen oder nicht? Boah, kann ich langsam laufen gerade. Tja. Dann würde ich sagen, Asche zu Asche, Staub zu Staub, du kommst zurück in die Erde. Da war es der gerade schon mal. Ja toll. Jetzt sind wieder welche krank geworden, ne? Oder? Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence.
while plotting factions close in around me. I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Ja, das ist nicht lustig, wenn ich gegen meine Schaffer kämpfen müsste, wa? So. So. Sorry, aber ich lese es gerade selber alles noch. Sind noch mehr Leute krank geworden, I know it. Bin mal wieder im Krankenhaus, ne? Neuer Dialog beim Edgar. Das ist das hier. Whitechapel, ja. 1, 2, 2 Erschöpfer. Warte mal. Zweimal Erschöpfung. Dann 1, 2, 3 Erkältungen. 3 Erschöpfung, 3 Erkältungen. Aber erstmal. So. Erschöpfung noch 1. Erkältung noch 2. Ja, dann haben wir das auch. Was habe ich denn jetzt hier Schönes wieder gekriegt? Blutserum neu, stärkeres gekriegt. Das ist ein stärkeres Ausdauerserum. Das ist ein stärkerer Regenerationsserum. Aber kostet alles nicht mehr so viel, ne? Ich check's immer noch nicht, weißt du, guter Griff und so hatte ich ja eigentlich eingesammelt. Soll ich die Pistol weiterleveln? Wäre vielleicht besser, ne? Wegen der Muni und so. Und was mache ich dann draus? Feuerrate höher? Ja, Schockpunkte, wow. Da brauche ich so ein lilanes Ding von wegen Ding. Oh Mann. Naja, was soll's. 5000 habe ich jetzt. Ein Pünktchen. Was haben wir hier? Ja, komm. Element. So, dann hätten wir das auch. Das Pflänzchen, das Wasser, das weiß ich auch, wo ich es herkriege. Also noch so ungefähr das raus. Was war? Jetzt erstmal mit Eddie Ed sprechen. Dann hier gibt es hier noch irgendwo. Hey Edgar. Was geht? Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here.
I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Ja, Hinweis. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Thank you, Edgar. We shall speak again later. Gut. Die Frage ist jetzt wegen Krankheit und so. Die da, die sind bei der Unterkunft und die ist ja hier ungefähr. Heißt, ich müsste erstmal hier komplett runterlaufen, dann dahin, dann rüberporten etc. rüberlaufen. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich gehe jetzt erstmal, würde ich sagen, nach Whitechapel wieder. Und tu da die Leute ein bisschen versorgen. Erfahrungspunkte sammeln. Wenn die jetzt immer fleißig weiter rekrutieren und so, müssten die auch jetzt alle dementsprechend wieder stärker sein. Ne? Alter. Ja, jetzt sind schon 23er. Alter, hier laufen ja auch jetzt überall Skulls rum. Fuck it. Hi. Schau schon. Wie man dich auch immer ausspricht. Good evening. Wang Shang. How do you feel? I don't... You should recover. Thank you. What are you doing with your time? Der habe ich ja noch nie geredet eigentlich. I've decided Großartig. to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life.
I can spend some on those who don't have any. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I've no... To be completely... Jawohl. Do you still... Of course I know what you mean. Maybe death will take me. How is the My only relief is... So, nützlich. Gerade mal, das haben wir gemacht, das wusste ich. Das wusste ich und das ist... Das wusste ich auch und das ist dann das Neue. Okay. Ja, dann finde ich mal Goodbye von die restlichen geistig, körperlich Kranken. Jo, die Olle, bei der man shoppen kann, ist krank. Goody. You look ill. Well, Thank you. Ja, passt schon. how is... When people buy guns instead of med... I'd like to... Hat nicht wirklich was ich brauche. Und so, ne? Wieder. Good Der ist evening. echt körperlich Sure. schwach. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. do you need... Yes, I do. You'll feel better. I'm not sure I'm... Have you any recent news of Why am I not so... Ach, was will ich mit Dorothy, Goodbye. Alter? Die Lage in Whitechapel, Mann. Even my dreams are Will ich soaked wissen. with gloom. Ja. Kein Wunder bei deinem Job, ne? Change your mind? Bei deinem Job kein Do you need Wunder. any... It I am shocked. Forgive my suspicion. How are the conditions in... When I think about all the... Goodbye. Gut. Bist du auch krank? Ja. Ja, wer war's denn noch? Richard. Ne, da laufe ich hinten lang. Hat keinen Bock drauf, irgendwie Skulls zu begegnen oder so. Anscheinend scheint hier gerade alles wesentlich stärker geworden zu sein. Da haben wir sie und da haben wir ihn. Tag. Good evening. And good evening to you. Do you need... It may be I the understand. nutrition of... How is the sanitary situation? I imagine we are all part of... I'll leave... Ich frage mich. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Most of them don't speak English. Gut, dann wären wir hier durch. Bleibt noch das da unten. Supposed to interview them. Auch mal wieder Blut. Please, I don't
have your money. Come on, Barrett, you know the game. Fancy You I never. don't have your money. Right then. Was ist es ja eigentlich, ne? Ach, Teil eines guten Griffs, okay. Ach nein, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann mir nur einen leisten. Ich was zum Verchecken. Irgendwas, was ich eigentlich nicht brauche. Wovon ich mehr als genug habe. Eins, zwei, drei, so. Gut. cheap price, good quality. Da lang. Nein, da lang. Jo. People are talking about this colossus. Perhaps I should look into it. Sicherheitshalber. It's locked. Toll. Ich dachte, ich habe jetzt so ein paar Führerschein-Dinge. Kann ich echt nicht von der Seite aus öffnen. Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss hier komplett außen rum. Darauf habe ich gerade sowas von keinen Bock. Weil hier ungefähr ja auch ist das Gebäude. Hier irgendwie in dem Bereich, wo ich das Wasser herkriege, aber für die Pflanze. Naja, was soll's, gehen wir zur Lady-Dings da. war dezent falsch gelaufen. Warte, jetzt etwas. Da kam ich nicht durch, richtig, ne? Da kam ich nicht durch. Jetzt so viel außen rumlaufen muss hier gerade. Warte mal. Warte. This is despicable. Mehr Ratte. I can't believe I'm doing this. Was soll ich jetzt den ganzen verfickten Weg da zurücklaufen oder was? Ich frag mich immer, warum diese Tür da geschlossen ist. Und dann gleich wieder rechts. Da. Dass ich hier durchkomme. Ja, toll, jetzt kommt ja auch noch so eine fucking große Bestie.
Da. I cannot enter. Das ist klar. Du willst mich jetzt echt verarschen, oder? Dass ich jetzt hier den ganzen Weg laufen muss. Mann, hier habe ich gerade eh keine mehr. Ich habe sowas an keinen Bock gerade, den ganzen Weg jetzt hier zurückzulaufen. Eigentlich wollte ich doch nur die Ratten. This is despicable. I have this thirst for blood. Das war zu lustig. Tschö. Oh, mine, vermin! Look lively! It's on to us! Bin ich richtig, oder? Ja, ich bin nicht richtig. Ach, lasst mich in Ruhe. Ich hab den Bock gerade. Tschüss. So, Uni. Oh, warte mal. Ein Ausdauerserum oder so vielleicht noch. Also Heilungsserum. Eins vielleicht noch. Zwei. Mehr sollte ich nicht holen, weil das andere Lösungszeug, da habe ich kaum was. Muss ich echt mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Kann ich eigentlich auch hier rüber porten, ne? Hier vorne nicht Mary begegnet. Beziehungsweise hier die Leiche, die ist weg. Da ist ein Unterschlupf von mir. Oh, halt, da war was. Einer drin. Hallo? Hi. Was geht? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken.
champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Nämlich Feuertore, die geschlossen waren. Oh fuck. Die Typen kenne ich noch. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Oh ja, die kenne ich noch. Diese Typen kenne ich noch. Die kenne ich noch sehr gut. Da muss ich lang. Ja. Nee, da kann ich her. Ja. Hier lang. Da muss ich weiter lang, ja. Hi. Ihr kämpft gegen irgendwas mit der Blutekon. Ja. Stimmt, die waren ja so stark. Das ist bestimmt was ich von der Seite aus aufschließen kann, oder? It's locked, all right. Natürlich nicht. Das ist auch ein lustiger Ort hier. Oh Gottchen. Da kommen die ganzen Erinnerungen. So wieder. this is where she lives. What a splendid house. Hallöchen. Guten Tag, ich bin der Neue. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all.
Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea? Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here?
I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help, since you are obviously a powerful and influential immortal yourself? You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Sexismus, na toll. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath.
I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now.
How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ja. Der Oller will pimpern. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann geht der Rest vom ganz allein. Und wieder was zum Lesen für mich. Neues Gebiet, neues Glück. So, time to visit the Ascalon Club. Wie neuer Dialog. Ach, komme ich jetzt einfach so in die Bude, ja? Heißt, ich kann da ein paar Sachen mitnehmen. Yeah. Jetzt sind die alle da oben. Dann schaue ich mich doch mal hier unten ein bisschen um. Ne? Tagebuch, bla bla bla. Schauen, ob er spielt. It's locked, all right. Red Stoker, klar. Ja. Hello again. Sorry to disturb you again. Of course, my dear.
Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my... When all of this is over... Traveling is always... Will you tell me your... One of them, perhaps. Do you know if the... I confess I've been more concerned by... But this is no common... That is true. I must tell my daughter... Goodbye. Lass mich raten, Edgar hat auch was Neues. Ja, es war so klar, dass Edgar auch was Neues zu sagen hat. Treppe. Das hier zählt ja leider nicht als Unterschlupf. Ja, da hat wieder ein Schatten-Ekon Spaß. Blut-Ekon. Ein bisschen Half hat er ja noch. Jo, Digga, was geht? Kann die Attacke auch Badge? Sind halt schon fleißig diese Blut-Ekons, ne? Sonst noch irgendwie was, wo ich mich hin... Ja. It's locked. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kann ich hier irgendwie außen rumlaufen? Bitte nicht. Bitte nicht das, was ich denke. So, hier ist das Haus von der Ollen. Toll. Wie komme ich denn da hin? Hier sieht man, ist verschlossen. Hier sieht man, ist verschlossen. So, hier irgendwie rüber dann. Na, von da aus glaube ich. Oder? Von den Docks. Ah, gehen wir mal zu Edgar. Oder ich versuche...
jetzt nur so blöd lang. Da gibt es so einen Unterschlupf und hier geht es dann zum Krankenhaus. Und dann sind welche. Okay. Es ist nett anzusehen. Eigentlich müsste der das schaffen, oder? Schlagender Erfolg, wa? Hier laufen gerade ziemlich viele rum. Eieieiei. Ja, das stimmt, dass die ein bisschen mehr rekrutieren. Go ahead. Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Da mein Schöpfer da ist es nicht. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Priwen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Priwen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one? Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones.
I shall return later. Mit 6000 mich wirklich leveln sollte. Weil das mit Kranken, das mit den Kranken und so, weißt du? Aber ich glaube, da ich eh unten lang muss, hier komplett Markierung erklären, kann ich die eh heilen. Und auf dem Weg dahin weite Knoppen. Habe ich Munition. 40 Schrot nur noch. Das heißt, irgendwann muss ich, wenn ich Glück habe, wieder welche aufsammeln. Nicht Whitechapel. Da lang. Dumm, dumm. Aber wie ich sehe, habe ich da unten nicht wirklich viel zu tun, weil diese, ja, mit den anderen Vampiren kloppen. Und dagegen habe ich nicht wirklich was. Die Klopperei da hinten ist durch. Da geht's da lang. Ich muss an denen vorbei, ne? Ja. Oh. Ach, der hat gekämpft. Spaß. Oh. Noch ihr mal unter euch aus. Au. Lass mich rein. Jo, lass mich rein. Okay. Guten Tag. Jo, Eddie-Line. Was hast du im Angebot? Hello again. Can I see what? As long as you have... Teil eines guten Griffs. Jo, das brauche ich. Ich glaube, die zwei vielleicht noch, ja. Aber dazu müsste ich irgendwas verkaufen. Ja, die Waffe benutze ich eh nicht mehr. Und eine Schrotflinte, die lasse ich definitiv. So, von den Sachen hier. 3 bringt mir das gerade mal. Was wollen sie da? Wow, Munition bringt mir 1. Wie kriege ich die 14 zusammen? Ach, weißt du was? Durch die Mumie. Ich kann ja dann eh wieder welche einsammeln. So, wie viele Teile eines guten Griffs habe ich denn jetzt? 5. Ich glaube 4 habe ich gebraucht. Ne? Und für die nächste Stufe glaube ich noch mal 6. Also für mein Schwert. Und für die Waffe. Abzug. Ja, müsste passen. Hier oben nicht direkt ein Versteck. Jawollingen. Einmal auffüllen, danke. So, müsste ich eigentlich jetzt alles zusammen haben. Jawohl.
So, was hätten wir denn gerne? Schaden erhöht oder Ausdauerverbrauch senken? Naja, mach mal Schaden. So. Ist doch schon mal nicht schlecht jetzt die Waffe. Da kann ich nochmal erhöhen und da kann ich Ausdauer nochmal runter. Ja. Schön. Die Pistole könnte ich auf Max machen. Okay. Seine Schrotflinte die Schrotflinte hier könnte ich auch leveln. Pistol oder Shotgun? Weißer Phosphor habe ich ja nicht, ne? Mieten habe ich auch nicht wirklich viele. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre halt, ja, dass der Schaden etwas höher ist, ne? Bei der Pistole. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Flock. Brauche ich den? Benutze ich den? Nicht wirklich. Ja. Jedenfalls wäre damit meine Waffe wieder etwas besser. Ja. Die kranke Person ist aber drüben, ne? Wo war denn? Da drüben war das, glaube ich. Moin. Du bringst noch nicht so viele EP, ne? Ach nee, die Typen laufen jetzt auch rum. Wirklich? Boah, fuck. Ganz schnell hier vorbei. Ratten! I can't believe I'm doing Komm her. This is despicable. Einer noch, komm. Kommst du her? I have this thirst for blood. Jo, hier hat sich einiges getan. Wie schnell kann man denn umlaufen? Ja, hätte ich den Typen ja am Leben gelassen, wären jetzt alle sozusagen hier down, ne? Überall werden noch Skulls rumrennen und so und ja. Erstmal, du bist da im Zelt. Hi. Glad. Do you need my I can keep. Of course. Thank you, Doctor. Gerne, gerne. Do you have... I can't believe that someone... Jo. Keine Hinweise. Goodbye, Miss Paxton. So, heilungstechnisch habe ich jetzt, glaube ich, jeden durch. Kann ich hier durch?
Jo, hier ist ein Ding. Ich muss hier gerade... Scheiße, geradeaus durch. Böse, böse Bestie. Fickt euch mal. Jawohl, hier bin ich richtig. Ja, dann kloppt ihr mal, ne? Weißt du, was ich schon lange nicht mehr nachgeguckt habe? Erledigt, erledigt. Ja. Da muss ich halt einsammeln wieder welche, ne? So, Tür offen. Das war's. Hier bin ich definitiv falsch. Aber warte mal. Es hieß ja, das eine kann ich nicht von der Seite ausmachen. Und du? Ne? Aufs Maul? So unfreundlich heutzutage. Ja, toll. Dann macht den ja sowas von gar keinen Schaden. Alter, jetzt kommt da noch ein zweiter. Fick dich. Da lass ich mich lieber töten. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Alter. Die Typen sind definitiv gerade so mächtig für mich, ne?
jetzt rein? War ich hier schon mal? Ich glaube schon. Das sieht so aus, als hätte ich hier schon ein bisschen gelootet. Das ist hier. Ja. Ich muss da lang zurück, ne? Nee. Da lang. Komme ich da überhaupt lang? Ich glaube nicht, ne? Ich werde es gleich rausfinden. Ne. Scheiße, das heißt, ich muss wieder bei den Typen hier vorbei. Wenn es nun einer wäre, weißt du? Den könnte ich vielleicht platt machen. Aber beide? Schnauze. Die Bastarde greifen halt auch mit Blut an, ne? Ja, wo lang? Da lang nicht, da lang. So, da durch. Komm mal her, Digga, ich brauch Blut. Schnauze. Puh. It's locked, all right. Fick die Henne, ey. Wie komme ich denn da hin? Boah. Schalala, schalalala. Boah, ich hab's verpeilt. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich überall hinkomme, ne? Einziger Vorteil, ich kann Sachen. Oh. Sachen looten. Guten Tag. Tja. Das war mal Schuss in den Ofen, wie man so schön sagt. Da kann ich mich hier irgendwo eventuell, möglicherweise hochporten. Jo. Nicht wirklich, ne?
Tja. Was habe ich denn eigentlich markiert? Ach so. Wie komme ich dahin? Weil das kann ich nicht aufmachen. Beziehungsweise von der Seite aus. Nächstes Jahr. Und da... Warte mal. Das ist ja die Treppe, wo es dicht ist. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit, und zwar hier oben eigentlich. Anders sehe ich... Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das da lang? Und das ist ja sozusagen der unterirdische Tunnel, ne? Ging der da lang? Das ist, glaube ich, da unten. Ja, ein Zug. Das ist doch, glaube ich, der unterirdische Tunnel, ne? Von seinem Ding aus. Die Skulls gehabt da im Untergrund. Ich frage mich eh gerade, was mit denen passiert ist, wenn ich überhaupt zu denen wieder runterkomme. Lecker Blut. Eigentlich müsste ich zu denen runterkommen. Und wenn ich viel Pech habe, muss ich da unten gegen alle kämpfen. Moin. Tag, alles fit? Die alte Dings muss hier doch auch rumlaufen. Da unten. Hi. Guten Tag. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. Thank you. Theoretisch müsste ich ja dann hier unten lang kommen, ne? Ich hoffe, ich laufe richtig.
Ich habe das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen im Kreis laufe. Es muss eigentlich hier lang gehen, hier unten. So. Und eigentlich jetzt geradeaus. Hier geht's nicht weiter. Ach Mann. Leute, ich weiß nicht mehr, wie ich lang musste. Da komme ich wieder zurück dahin. Ja, folge den Pfeilen. Ja. Weiß. Da geht's dann wieder zum Ding zurück. Oder? So oben nach dem Weg. Ja. Ich glaube, da kam ich her, oder? Hier muss es weitergehen eigentlich. Ich check's nicht. Ich check's absolut nicht. Bin ich, glaube ich, vielleicht doch schon richtiger, oder? Noch warten, weiß nicht, ne? Ja, eigentlich nur die zwei Wege. Ah, Jesus.
geht's wieder zu denen. Ich habe keinen Plan. Absolut nicht. Vielleicht hier. It's locked. Hier hat der Typ ja gelebt dann, ne? Orten geht ja auch nirgends. Ja, gehe ich vielleicht wieder zurück nach oben, wa? Drüben geht's auch noch mal runter. Tja. So wie ich das sehe, muss ich für irgendwie draußen was, ich muss draußen was finden. Falsch abgebogen. Folge den Pfeilen war es ja immer, ne? Brauchst du eh nicht. Geld her. Nein. Ach nee. Zweihändig. Ja. Jo, hier könnte ich mich zwar leveln, aber ja. Naja, ein Vorteil hat, naja, Unterschlupf. Das war's aber auch. So. Da ist die alte Harriet. Wo ging sie noch mal raus? Ach. Ich kann noch von einem Stück oben, ne? Kann ich von ganz oben? Kann das? Ja, folge dem Pfeil. Mache ich. Hier geht zwar nicht weiter, pfeiltechnisch, aber... Hier, hi.
Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus, ey. Heute läuft irgendwie alles schief, ne? Alles läuft heute schief. Ja, das zieht halt die Aufnahme jetzt ein bisschen in die Länge, aber was soll's. Folge dem Pfeil, folge dem Pfeil, folge dem Pfeil. Hier ist nirgends ein Pfeil mehr. Das war nur ein Pfeil. Check ich eh nicht, warum da ein Fernseher rumsteht. Wo ging es denn hier raus? Was hier oben? Ausgang. Dann glaube ich links. Ah, das war der Ort. Ich will hier raus. It's locked, all right. Ja, it's locked, bla bla bla. Folge dem Pfeil. Ja, super. Ich bin hier gerade echt voll verpeilt, ne? Und ich biege hier immer wieder falsch ab, das weiß ich. Ja. Da geht's da lang, da kam ich irgendwie. Ja, hi. War ich glaube auch schon drin. Ich habe schon ein bisschen geplündert. Ja. Folge dem Pfeil. Alter, ich weiß nicht mehr. Pfeil. Pfeil zeigt da lang. Mal so. Ja, ich glaube, das ist es. Oder? Ja. Ach, ich Intelligenzbestie. Muss ich doch irgendwie oben rum. Aber wie? Und wo?
dachte eigentlich, es geht jetzt hier so durch den Untergrund, aber anscheinend doch nicht. Und hier lang. Da kann ich nur so durch. Unterschlupf. Da vorne ist halt eine Scheißtür, die zu ist. Ich muss hier irgendwo. Mann, ey. So. Das sind ja eigentlich die Wege hier, so, wo es lang geht. Einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist es hier oben zu versuchen. Und das wird ein richtig langer Weg. Ah, das wird lustig. Oh, wird das lustig. Ganzen Weg zurückzulaufen, das wird so lustig. Tag. A vampire kills in utter silence. So, das Vieh da drin sieht mich nicht. Kein Bock gegen so einen zu kämpfen. So. Hier gab es eh keinen zum Heilen, wenn ich mich richtig erinnere. Da. Ja, da lang. Darf ich jetzt den ganzen verfickten Weg zurücklaufen? Oh, weißt du was? Hier, kannst mich mal. Digga, Schnauze da oben. Geh mir nicht auf den Geist. Christ and leech, boys! You leech have been killed! Steady, boys! We've got one of them here! Ganz ehrlich, ich versuche es jetzt noch mal da oben. Gibt den Leuten die Medizin. Okay, die haben schon alle Medizin. Dann markiere ich den Scheiß jetzt erstmal hier auf der Karte. Ach, am besten erstmal die Händlerin markieren. So. Da muss ich hin. Am besten. Fick mich, So, Ausdauer herstellen. Ach, Schnauze, ich hab keinen Bock, ey. I'll kill you. Au.
Ach, du weißt selbst, dass deine Medizin nicht wirkt, also Ruhe. Ach, naja, hier war ja dicht, ne? Oder ist mittlerweile offen? Ja. Oh, das ist ein kleiner Snack. I can't believe I'm doing this. Ja, einfach auf dem Weg bleiben. Durch. Und seid ihr da unten immer noch so schwach? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist da auch dicht. Ey, wie komme ich denn da hin? Ihr wollt mich doch alle hier verarschen, oder? I cannot enter. Wie komme ich da durch, verfickte? Ich habe echt keinen Bock mehr gerade, ne? Absolut nicht. Und an dir lasse ich jetzt meine Wut aus. Lappe, Mann. Affe, ey. Ja, hier war unsere Dorothy. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt zum Versteck und speichere. Hab keinen Bock mehr. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich muss später im Netz oder so nachgucken, wie das nochmal ging. Nee. Fuck it, sage ich nur. Fuck it. Weißt du was? Dann gucke ich, ob ich irgendwas aufpowern kann. Blutkapazität oder so. Keine Ahnung. Health bräuchte ich, glaube ich, mehr.
Wenn ich ab sofort etwas besser kämpfen will, nenne ich es jetzt mal, ja. Da muss ich rankommen. Da wollte ich oben lang. So 100, ja, 70 mehr. So das. So 7. Die Ulti. Das noch. Das haben wir aus 7, das haben wir aus 7. Ausdauer vielleicht trotzdem noch mal. Verwende ich eh so kaum wie gar nicht eigentlich. Bisschen so. Klauen. Ja, geht. Blut tue ich eh so sammeln. Das benutze ich eigentlich auch kaum. Ja, eigentlich kann ich die 3 Sachen hier aufpowern. Und vielleicht hier was. Mehr Blut, mehr Gesundheit. Ja, komm, hier Gesundheit. Und das noch ein bisschen. So. Das hier kostet alles 600 Millionen nochmal. Da Stufe 2, 1, 3. Gut, eigentlich, ja. Und das. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, dann lass mal Leute gesund werden und krank werden. Bam, 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 bam. Ah, jetzt ist er krank geworden. So, wie sieht es hier aus? Und da. Haben wir lassen. Hier ist keiner mehr. Erkältung mal wieder. Ja. Gespeichert hat er. Bisschen mehr Health, bisschen mehr Blut hätte ich damit. Mann, aber wie kam ich noch mal darüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Noch mehr rauszoomen geht nicht. Noch mehr reinzoomen geht nicht. Weil damals dann hatte ich es ja aufgeschlossen. Da konnte ich so immer durch. Ashbury's Haus und dann ist ja hier da ist dicht. Und hier so. Gibt es da einen Weg irgendwie? Hier oben war ich gerade, ne? Da war auch dicht. Ansonsten weiß ich echt keinen Weg, ne? Wie ich da hinkomme. Ja, aber der wird schon mal angezeigt, ne? Oh, da wird ja auch das ist ein Weg angezeigt, ne?
gibt's das hier? Läuft es durch bis da? Nee, das geht glaube ich nur bis hierhin. Ne? Ach, kein Plan. Jedenfalls gespeichert hatte. Ab zum Hauptmenü. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal und ja.